Typische Symptome einer Depression wie eine gedrückte Stimmung oder der Verlust von Freude kennen viele. Aber was ist mit Symptomen wie Reizbarkeit oder Ängsten oder körperliche Beschwerden wie Schwindel oder Rückenschmerzen? Gehören die auch zu einer Depression? Welche Symptome gehören alle zu einer Depression? Was macht eine Depression also wirklich aus? Hallo, ich bin Dr. Lara Lee Hesse und in diesem Video zeige ich Ihnen, welche Symptome typisch für eine Depression sind, welche Beschwerden darüber hinaus vorkommen können und worauf es bei der Einordnung wirklich ankommt. Tatsächlich können bei einer Depression ganz viele verschiedene Symptome auftreten. Manche dieser Symptome, wie die gedrückte Stimmung und der Freudverlust, sind typisch, charakteristisch. Andere Beschwerden, wie Schwindel oder Rückenschmerzen, sind unspezifisch. Für die Diagnose sind insbesondere die typischen Beschwerden entscheidend. Für Betroffene sind alle belastenden Beschwerden bedeutsam. In der Diagnostik und Behandlung sollten daher alle Symptome thematisiert und berücksichtigt werden. Was sind die Hauptsymptome einer Depression? Laut dem aktuellen Diagnosekatalog der WHO, dem ICD-11, sind die gedrückte Stimmung und der Verlust von Freude die Kernsymptome einer Depression. Charakteristisch für die Depression ist also eine ins Negativ gerückte Stimmung. Eine gedrückte Stimmung kann sich dabei sehr unterschiedlich zeigen, zum Beispiel als Traurigkeit, als innere Leere, aber auch als Reizbarkeit. Viele Betroffene fühlen sich traurig, niedergeschlagen, hoffnungslos und verzweifelt. Andere haben den Eindruck, gar nichts mehr zu fühlen, berichten von innerer Leere, emotional wie tot zu sein. Und viele Betroffene berichten auch von Ängsten, Unsicherheit, Sorgen um die Zukunft. Häufig sind diese Ängste auch mit einem Überfordertsein verbunden. Und manchmal äußert sich dieses Überfordertsein auch durch Reizbarkeit oder Ärger auf andere Menschen oder die Welt. Bei einigen Betroffenen ist diese gedrückte Stimmung gar nicht unmittelbar erkennbar und sie fühlen sich vor allem durch körperliche Beschwerden belastet, zum Beispiel durch Schlafstörungen oder Appetitveränderungen. Und manche denken auch primär an eine körperliche Erkrankung. Ein Verlust von Freude kann sich ebenfalls unterschiedlich äußern. Er kann sich beispielsweise dadurch bemerkbar machen, dass eine Tätigkeit, die einem zuvor Freude gemacht hat, plötzlich uninteressant oder sogar unangenehm wird. Oft betrifft das Tätigkeiten im Haushalt, die Körperpflege oder die Arbeit. Aber auch Hobbys und Freizeitaktivitäten können betroffen sein. Vielleicht trifft man sich normalerweise gerne mit Freunden zum Fußballspielen und plötzlich wird die Vorstellung daran uninteressant oder sogar unangenehm. Welche Symptome sind darüber hinaus typisch für eine Depression? Neben den Hauptsymptomen prägen auch sogenannte Zusatzsymptome die Depression. Im ICD-11 werden sie grob in 2 Gruppen unterteilt: in Störungen des Denkens und in körperliche Beschwerden. Zu den Veränderungen des Denkens gehören Konzentrationsprobleme, Hoffnungslosigkeit, ein reduziertes Selbstwertgefühl und auch Gedanken an den Tod. Hoffnungslosigkeit gilt dabei als bedeutsames Symptom der Depression. Betroffene blicken oft sehr pessimistisch in die Zukunft und manchmal sogar auch in die Vergangenheit. Oft ist auch der Blick auf die eigene Person verändert. Vielleicht hat man früher gedacht, man ist ein geselliger Typ, kommt ganz gut mit anderen zurecht, ist unterhaltsam. Und plötzlich denkt man, so wie man auftritt, es ist peinlich, unangenehm, ungeschickt. Wird die Vergangenheit neu bewertet, denkt man beispielsweise, früher war man sozial nicht selbstsicher. Man hat das nur vorgetäuscht und die anderen haben das bislang nicht bemerkt. Das Denken wird also häufig deutlich schwerer und pessimistischer. Die zweite Gruppe der Zusatzsymptome umfasst körperliche Beschwerden. Tatsächlich gehen Depressionen häufig mit körperlichen Beschwerden einher. Viele Betroffene erleben die Depression sogar vor allem körperlich und denken zunächst gar nicht an eine psychische Ursache. Zu den typischen körperlichen Veränderungen gehören Schlafstörungen, bedeutsame Veränderungen im Gewicht und im Appetit,
Bewegungsunruhe, aber auch Hemmung und eine ausgeprägte Erschöpfung, Ermüdbarkeit. Neben der Veränderung der Stimmung und den Veränderungen im Denken prägen also auch körperliche Symptome eine Depression. Wenn Ihnen dieses Video hilft, freue ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo. So können mehr Menschen diese Informationen finden. War das alles? Aber was war nochmal mit Schwindel und Rückenschmerzen? Und gibt es nicht auch eine psychotische Depression? Ja. Neben diesen Haupt- und Zusatzsymptomen können auch viele andere Symptome auftreten. Häufig treten weitere körperliche Beschwerden auf, zum Beispiel Schwindel oder Rückenschmerzen, aber auch Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, Herzbeschwerden. Auch sexuelle Funktionsstörungen sind sehr häufig, zum Beispiel Impotenz oder eine verminderte sexuelle Lust. Und ja, es gibt auch psychotische Depressionen. Symptome, die dazu gehören, sind zum Beispiel Halluzinationen oder Wahnideen. Entscheidend ist also, dass es sehr viele verschiedene Symptome gibt und die Ausprägung der einzelnen Symptome sehr unterschiedlich sein kann. Eine Depression kann also sehr unterschiedlich aussehen. Zusammengefasst lässt sich sagen, eine Depression ist eine Störung der Stimmung, die auch mit Störungen im Denken und körperlichen Beschwerden einhergeht. Für die Diagnose entscheidend sind insbesondere die Anzahl der Symptome, die Intensität und die Beeinträchtigung im Alltag. Und wichtig, kein Symptom beweist eine Depression. Die Symptome können auch andere Ursachen haben. Deshalb ist eine sorgfältige diagnostische Einordnung entscheidend. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, abonnieren Sie gerne diesen Kanal. Themenwünsche können Sie gerne in die Kommentare schreiben. Wenn Sie sich einen Überblick zum Thema Depression wünschen, finden Sie hier ein weiteres Video dazu.